Hallo Leute, ich bin hier live in Athen bei der DFEA. Es ist gerade ungefähr 7 Uhr in der Früh und wir sind auf dem Weg zur Messe. Ich bin super gespannt. Leute, diese Messe ist ganz anders als Enforce-Tac, IWA und Co. Und ich nehme euch heute mit. Ganz wichtiges Ding am Morgen, Frühstück. Die DFEA ist definitiv anders als andere Messen. Und falls du noch nie von der Messe gehört hast, dann ist das auch nicht ungewöhnlich, weil die findet erst zum 3. Mal statt. Was mich bei der Messe extrem begeistert hat, ist, es ist ganz anders als Enforce-Tac und IWA, wie ich schon mal im Eingang des Videos gesagt habe, weil hier sind richtig große Sachen. Also hier kann man sich alles anschauen, vom Storm Shadow Missile bis hin zum Lynx Panzer, ist alles hier und das zeige ich euch auch. Eine geile Sache, die mich ja viele Leute gefragt haben, ist hier mit dem Rucksack, die Golden Hour Medic Bag, umfunktioniert zum Drone Operator Rucksack. Natürlich hier mit dem passenden Helm. Ich kann mir eins sagen, es ist super geil, sowas aufzubauen. Ich fliege FPV-Drohnen seit 2019, das heißt, das ist ja wirklich gerade die Ära. Und ja, hier eben voll equipped mit Goggle Mount. Hier mit der Quartex Systems Mount für die Goggles am Helm, das ist auch richtig geil. Also wer es noch nicht ausprobiert hat, finde ich richtig stark. Die Messe selbst ist im Größenvergleich nicht so groß wie jetzt die Enforce-Tac und Co., wenn man auf die Aussteller schaut. Aber man muss natürlich sagen, die Standgrößen sind teilweise ziemlich anders. Das ist der größte Stand, das ist vom Königreich Saudi-Arabien. Der ist circa 1/4 dieser Halle. Braucht man das? Keine Ahnung, aber irgendwie geil. Was auf dieser Messe definitiv ein Thema ist, ist das Thema Drohnen. Egal ob Luft, Wasser oder Land, man findet hier so eine breite Auswahl. Also das habe ich noch nie gesehen auf einem Fleck, was man hier alles zu sehen bekommt. Definitiv krass und super spannend, das mal live zu sehen, auch die Größenverhältnisse, wie groß eine Drohne, die man sonst nur aus Videos kennt, in echt ist. Als jemand, der normalerweise nur bei Soldier Systems dabei ist, der merkt hier ganz klar das Thema Sensorik, egal ob es Thermal, Nachtsicht auf Geräten ist, also wirklich auf Fahrzeugen, ist ja auch ein Riesenthema und gerade diese Integration von diesen, sage ich mal, Gerätschaften in die jeweiligen Fahrzeuge und Co. ist ein richtig fettes Thema. Ich habe schon mit einigen Leuten hier gesprochen, also wenn man Schnittstellen und Anbindungen mag, dann ist man mit so etwas genau richtig aufgehoben. Ja, und falls ihr natürlich eine 155 mm Kanone kaufen wollt, kann man hier alles machen. Schon geil, oder? Hier habe ich endlich den Motor für meinen neuen Sportwagen gefunden. Und natürlich auch endlich den Sportauspuff. Das ist eine F-16-Turbine. Und falls ihr Storm Shadow Missiles kennt aus Medienberichten und Co., so groß ist das Teil, Wolfgang for Scale. Das hier neben mir, das ist auch eine der bekanntesten Drohnen im Ukraine-Konflikt. Das ist nämlich eine Drohne, die eben verschiedene Apparaturen an der Rückseite hat, wo eben Sprengmittel aufgenommen werden können. Und die ist eben auch dafür gemacht, um eben gerade in der Nacht Ziele anzugreifen. Super spannend und geil, es hier live zu sehen auf der DFEA 2025. Also das ist auch richtig cool live zu sehen war, das sind hier die Switchblade-Drohnen. Es gibt verschiedene Größen davon und definitiv einer sozusagen der bekanntesten Loitering Ammunition Systeme, die es da draußen gibt.
Eines der krassesten Sachen, was ich finde hier auf der Messe, was man auch sehr gut sieht, ist der Einfluss von 3D-Druck auf die Defense-Industrie. Ich bin ja auf vielen Stellen schon herumgegangen, auch von richtig großen Firmen, und man will nicht glauben, was alles für Dinge wirklich tatsächlich beim Endprodukt, also nicht nur hier für die Show, 3D gedruckt sind. Und ich glaube auch, dass 3D-Druck in Zukunft eine sehr, sehr wichtige Rolle für die Defense-Industrie spielen wird. Was man natürlich bei all dem Spaß, den wir hier im Video zeigen, nicht vergessen darf, ist, dass das alles natürlich super ernste Themen sind, um die es sich hier dreht. Und gerade da finde ich es als Europäer sehr wichtig, auf solche Messen zu gehen und sich auch zu informieren, was ist eigentlich alles am Markt vorhanden und welche Innovationsfähigkeiten hat eigentlich Europa an sich. Und das ist eben hier richtig cool zu sehen, weil auch sehr viele lokale Firmen aus Europa hier aufstellen. Rack it back, go on safe, push it forward. You want to look down in the way. Okay. Hey, I'm Jimmy Cannon from Black Trident, and I'm here at this aircraft, and I'm about to go for a ride. What is this thing? It's a fucking Apache. Let's go.